Bist du an? Okay, let's go. Ich glaube, ich habe mich mal wieder maßlos überschätzt. Rede ist von dem Warhammer Thunderhammer, den ich designt, konstruiert habe und jetzt endlich drucke ich den wieder aus. Aber erzähl mir mal die Geschichte von vorne. Ich habe den Thunderhammer ja schon mal ausgedruckt und zwar in Restfarben, die ich übrig hatte, weil ich ihn eigentlich lackieren wollte. Jetzt liegt der Thunderhammer aber seit 2 oder 3 Monaten schon in meiner Garage und natürlich ist es Winter, ich kann ihn nicht lackieren und vor allem einfach so auf das gedruckte drauf zu lackieren sieht nicht so geil aus. Deswegen habe ich ihn nochmal komplett neu ausgedruckt. Was man halt so macht, ne? Dazu müssen wir mal die Kamera nach hinten tun, damit ich euch alles zeigen kann. Dann sieht man hier, wie groß alleine der Griff sein wird. Also das wird ein richtig schickes Teil. Und naja, das sind so ungefähr 8 bis 9 Kilo Filament, die hier reingegangen sind. Und das kleben wir jetzt einmal zusammen. Und nein, ich werde euch keinen Timelapse zeigen, wie ich jetzt alles klebe. Ich zeige euch ein paar Teile, weil an sich ist es super einfach, das Ding zusammenzukleben. Ich habe eine Anleitung dafür. Und naja, man steckt es zusammen, schmiert fett viel Sekundenkleber rein und naja, wartet halt kurz ab. Und dann geht's weiter. Das Einzige, was ich noch tun muss vorher, ist diesen Stiel etwas abzuschneiden. Denn ich mache ihn etwas kürzer, als ich es eigentlich wollte, weil ich ein kleiner Mensch bin mit 1,82 Meter. One eternity later. Also, let's go. Jetzt ist das Teil endlich fertig und bevor ich es euch zeige, ein kleiner Aufruf, Appell an euch. Bleibt immer dran, glaubt an euch selbst und auch wenn ihr mal scheitert, macht einfach weiter. Habe ich nämlich auch gemacht. Vorher habe ich es ja ausgedruckt gehabt in vielen Farben, wollte es lackieren, habe festgestellt, du bist blöd, das hast du schon mal gesagt, das machst du nie wieder und das mache ich jetzt wirklich hoffentlich nie wieder. Deswegen jetzt der fertige Thunderhammer in seiner vollen Pracht. Wie viele schon geschrieben haben, das ist ja der Hammer. Schaut euch bitte einfach an, wie geil das aussieht, bitte. Ich weiß nicht. Ich finde es richtig nice. Man sieht die Schnittkanten gar nicht so stark, weil hier ist eine Schnittkante, hier ist eine unter dem Logo. Ne, hier unter der Platte ist eine Schnittkante. Ich finde, das kann man wirklich ansehen. Den Griff, den könnte man natürlich noch ein bisschen einwickeln mit Band oder so. Der wird auch mehr wie ein Griff, wie so Leder oder was auch immer aussieht. Aber das geht schon. Das geht schon, das ist geil. Also wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein.